Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ich kann euch schon sagen, dieses Video wird außergewöhnlich. Ich bin nicht vorbereitet, aber ich denke, es wird den einen oder anderen da draußen gefallen. In der Vergangenheit haben wir jetzt immer mehr gemerkt, dass wir jüngere Leute auf dem Kanal begrüßen dürfen. Also was heißt jünger? 18 bis 30 Jahre alt. Und ihr wisst auch, dass wir in der Vergangenheit extrem viele Autos, E-Autos getestet haben. Allerdings gibt es einerseits die vierrädrigen Fahrzeuge und andererseits haben wir natürlich auch die Motorräder. Die gibt es nämlich auch so mittlerweile langsam. Allerdings waren die in der Vergangenheit immer schweineteuer. Also da habt ihr echt dafür auch hättet ihr ein geiles Auto bekommen. Für zum Beispiel, ich sag's jetzt mal platt, die sagt eine Zero. Die ist wirklich heftig teuer. Da müsst ihr schon tief in den Geldbeutel greifen. Aber ich habe heute ein Bike für euch, was unglaublich sexy aussieht, eine 125er ist und unter 10.000 Euro kostet. Hat brutales Drehmoment, absolut sexy und die Optik, das haut euch weg, das verspreche ich euch. Euer Job soll es heute sein, mal in die Kommentare reinzuschreiben, ob ihr in Zukunft wirklich mal Interesse habt, dass wir auch mal Zweiräder testen und euch vorstellen und nicht nur Autos. Also dass wir ein bisschen flexibel einfach das mischen, wie es gerade passt. Und dieses Event hier ist ultra spontan, deswegen nach dem Intro zeige ich euch das Bike mal als absolut sick, ihr werdet es feiern. So Leute, ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich stehe hier neben dem Sören. Sören, ich grüße dich. Hi, grüß dich, André. Sören hat zufälligerweise in Marburg, genau wo ich auch wohne, ich sag mal so ein Zweirad-Shop im Prinzip war. Ja. Und du hast jetzt hier den jungen Mann an Bord gezogen mit dieser wirklich sexy Maschine. Ich spanne euch nicht auf die Folter, ich zeige sie euch erstmal. Guckt euch doch bitte mal diese Waffe an. Ich gehe mal drum herum, da könnt ihr euch erstmal ein bisschen einen Blick verschaffen, wie das Gerät wirklich aussieht. Doppelte Scheiben hier vorne. Absolut sick. Guckt euch doch mal das ist ein richtiges Batmobil. Kann man echt nicht anders sagen. Auch mal einen Blick von hinten. Guckt euch mal den Schlappen an, den ihr habt. Das ist sick. Ich muss zu Beginn auch direkt dazu sagen, wir werden viel über das Teil sprechen, auch über die Daten, über die Specs und sowas. Aber ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus. Ich habe nicht mal einen Motorradführerschein. Deswegen kann ich hier jetzt auch nicht fahren, aber ich hatte früher mal eine Simson S51 und eine Schwalbe KR51, waren geile Teile, aber sowas hier kann ich nicht fahren, aber der Sören, der wird uns einiges darüber erzählen und da können wir eigentlich auch direkt starten, Sören, wa? Genau, ja, also zunächst mal das Besondere ist, dass wir hier ein richtiges Motorrad haben, 240 Kilo Leergewicht, hört sich erstmal viel an, aber es ist eine 125er Klasse, das heißt, da hört sich noch viel mehr an, aber es ist sehr handlich. Ja, wir haben 14,4 Kilowattstunden Akku netto zu nutzen, haben wie gesagt Bremsscheiben vorne, hinten, wir haben ABS vorne und hinten. Ja, zu den Bremsscheiben kann ich gerade noch mal sagen, diese Bremsscheiben, die sind geriffelt, das seht ihr hier auch. Ihr habt auf der linken und auf der rechten Seite welche, ich will da jetzt nicht anpassen, weil hier sind schon einige Leute jetzt gefahren, ist absolut mega. Die hat einen Durchmesser ungefähr von 30 cm und hinten, gucken wir gerade mal hinten hin, die ist etwas kleiner, die hat ungefähr 22 cm. Habt ihr aber hier nur auf einer Seite. Ihr seht auch hier, wir haben einen Riemenantrieb. Recht ungewöhnlich, oder ist das normal? Ja, das ist perfekt. Also das ist so in dieser Klasse völlig neu. Ja. Ja, das gibt es sonst nicht. Sonst haben wir tatsächlich Kette mit dem Mittelmotor in der kleinen Klasse oder eben sogar Radnabenantriebe. Da ist Riemen wartungsfrei sensationell gut. Ja, und das Kranke ist, wenn wir jetzt hier mal den Motor uns angucken, das ist der E-Motor hier, was ihr hinten seht. Und der wiegt nicht mal 20 Kilo, ich glaube 17 Kilo oder sowas, bringt 11 kW sozusagen Dauerleistung. Absolut sick. Das geht nur mit Elektromobilität. Wenn du einen Benziner nehmen würdest, da hättest du einen riesen Koffer. Und Mist, der wäre so groß, nur damit um die Leistung zu erreichen. Das ist Wahnsinn, was mit Elektromobilität hier im Zweirad auch möglich ist. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFever-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFever bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video.
ich habe ja ganz vergessen, euch zu sagen, wie die Maschine überhaupt heißt. Und zwar ist das die Allrendo Bravo TS. Absolut geiles Bike, war Sören? Ja, hervorragend. Wie gesagt, wir werden sie jetzt auch ins Programm aufnehmen. Ja. Wir sind überzeugt von der Qualität, von der Verarbeitung, von der Leistung vor allen Dingen. Und das nicht nur Motorleistung mit 11 kW. Ja. Als Dauerleistung, Spitzenleistung könnte der Motor sogar bis zu 58 kW bringen. Er ist wassergekühlt. Ach, wassergekühlt, stimmt, guter Punkt, Sören. Das kann ich euch nicht auch gerade mal zeigen. Ihr seht hier nämlich diese Lüftereinheit, die kühlt im Prinzip den Motor. Das heißt, wassergekühlter Motor. Wassergekühlter Motor und Controller. Das heißt, wir haben keine Temperaturprobleme, auch bei Dauerleistung auf der Autobahn. Spitzengeschwindigkeit bis 135 km/h. Ja, und wenn es dann ans Laden geht, das ist das, was du gerade oben gezeigt hast. Kannst du vielleicht noch mal zeigen. Genau, Typ 2. Auch außergewöhnlich in dieser Klasse Typ 2. Das heißt, wir können an jeder Wallbox bis zu 3,8 kW laden. 3,8 kW. Genau. Das heißt, von 20 auf 80% sind wir ungefähr in 2 Stunden. Und das ist völlig in Ordnung. Super. Das ist völlig in Ordnung. Reichweite, hatten wir es schon gesagt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Genau, Reichweite resultiert dann daraus, je nachdem wie man fährt, mit einem halbwegs normalen Reisetempo, ca. 200 Kilometer, wenn man langsam unterwegs ist, bis zu 400 Kilometer. Und das Wahnsinn. ist sensationell. Das ist echt. Und warum ist das so sensationell? Das muss man auch gleich dazu sagen, der Preis. Was kostet der Eimer? Blöd gesagt. Also grundsätzlich für 9.999 Euro. Wir müssen jetzt leider noch abwarten, was das Thema Besteuerung der Akkus angeht. Es könnte noch mal 200 Euro teurer werden. Das heißt, wahrscheinlich laufen wir auf 10,2 aus. Das ist völlig hier in Deutschland und das ist trotzdem hervorragend. Ja. Vergleichbare Modelle einer amerikanischen Firma kosten ungefähr 5.000 mehr für die gleiche Leistung. Ja? Ja. Also das muss man einfach auch sehen. Ja, und es fährt sich wie ein erwachsenes Bike. Also das ist wirklich, ich bin da richtig begeistert von. Es sieht verdammt watzig auch aus. Also ich weiß nicht, ob es wirklich an den Akku da unten liegt, aber es sieht echt böse aus. Wirklich böse, jetzt vielleicht auch noch an dem Schwarzton. Ja. Mama mia, ein geiles Gerät, kann man nicht anders sagen. Wir haben hier ein Display, der Kollege meint schon das TFT-Display hier. Da haben wir im Prinzip alle Applikationen oder alle Einheiten, die wir brauchen, nochmal drauf. Reichweite, dann hier nochmal ein Batteriestand. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Also alles im Prinzip abgebildet. Und das Coole ist, Sören, es gibt bald sogar eine App. Ja, die App kommt. Wir sind mal gespannt, was für Funktionen drauf sind. Wird die Zukunft zeigen. Wie gesagt, dieses Bike hier ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber es wächst sehr schnell. Absolut mega. Wir haben hier auch schönes LED-Licht. Übel hell, wie ihr seht. Und vor allem auch mal vernünftige Reifen, vernünftige Bremsanlage drauf, vernünftigen Akku. Und kann man echt nicht anders sagen. Tolles Bike, alles LED, nichts mehr mit Halogen oder so Zeugs. Das ist wirklich zeitmäßig auf jeden Fall auf dem höchsten Stand. Ja, vielleicht noch einen kleinen Hinweis für das Thema. Wie sieht es dann in der Serie aus, weil das ja der Prototyp ist. Die Gabelbrücke wird noch aus Aluminium gebaut, die ist im Moment noch aus Guss. Das heißt, hier wird es noch eine leichte Veränderung geben. Die Dämpfer sind verstellbar, vorne wie hinten. Ja. Und damit kann man natürlich auch seinen individuellen Fahrstil anpassen. Auf jeden Fall. Und das Kranke ist, das können wir euch schon mal zeigen, ist eine Umgewöhnungssache an, ich sage mal, Motorradfahrer, die noch nie so ein Bike gefahren sind. Und zwar haben wir nämlich keine Rückbremse mehr. Ich zeige euch das gerade mal. Hier kennt ihr ganz typisch eigentlich eure Rückfahrbremse noch. Die ist hier verbaut, oder Fußbremse heißt sie, glaube ich. Oder so, eine Fußbremse. Ja, genau. Die Fußbremse gibt es nicht. Genauso, es gibt keine Schaltvorgänge. Ja, das ist das Typische. Dafür bremsen wir mit den Händen. Das heißt, keine Ablenkung mehr, rechts Vorderradbremse, links Hinterradbremse. Keine Ablenkung beim Fahren, keine Schaltvorgänge. Es ist ein sichereres Fahren. Ist ein sicheres Fahren, genau. Und dann muss man auch ehrlich sagen, der Niedrigschwerpunkt, der durch den Akku halt erzeugt wird, das fährt sich ganz anders, oder? Genau. Also das ist, wie gesagt, von dem gesamten Handling her. Man glaubt, es ist eine schwere Maschine, was es ja auch ist, aber sie lässt sich unglaublich gut fahren. Durch den niedrigen Schwerpunkt. Wirklich, wirklich toll. Also hätte ich den Führerschein, vielleicht mache ich diese Erweiterung vom Auto, diese 196 oder B196, genau. Damit darf jeder Autofahrer über 25 nach 9 Doppelstunden in der Fahrschule das Fahrzeug fahren. Mann, sexy, wirklich sexy. Ganz wichtige Frage jetzt noch zum Abschluss. Wie sieht es aus mit Garantie? Ja, Garantie gibt es 2 Jahre auf das Fahrzeug und 3 Jahre auf den Akku. Wobei aus der Erfahrung heraus, Akkus halten mittlerweile sehr lange. Ja. Da dürfte es keine Probleme geben.
Mega, wirklich toll. Ganz wichtig noch Lieferzeiten. Das ist der einzige Wermutstropfen im Moment. Die erste Charge ist ausverkauft. Das heißt, mit ein bisschen Glück bekommen wir Ende August, Anfang September die ersten Fahrzeuge dann für die Kunden zu uns. So Leute, also wirklich, wer eine 125er will, zu einem wirklich endlich mal bezahlbaren Preis, ist hier bei Arendo und hier beim Sören nicht verkehrt. Wirklich toll, dass ich das auch mal erleben darf. Und wie gesagt, euer Job ist es, wenn euch solche Videos gefallen, ihr öfters mal sowas im Detail auch wissen wollt, auch mal wirklich mit einer Fahrt drin oder sowas, das war jetzt ja eigentlich nur ein Teaser, dann schreibt es in die Kommentare, lasst mich eure Meinung wissen, das ist ganz wichtig. Und Sören, danke, dass ich hier mal kurz vorbeikommen durfte, das Sehr zeigen. gerne, André. Weil ich finde es von der Optik ist sick. Ja. Ist sick, kann man nicht anders sagen. Wirklich toll. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.